Hansemonster und Planeater sind seit Jahren Feinde und kämpfen gerade gegeneinander. Planeater ist ein riesengroßes Monsterflugzeug und mit seinen Spinnenbeinen jagt er seine Gegner. Das Hansemonster lebt im Wasser und verteidigt sein Revier mit gigantischen Schlägen. Als Planeater erfährt, wo sich das Handmeeresmonster versteckt, macht er sich sofort auf den Weg. Schon bald treffen das Hansemonster und Planeater aufeinander und kämpfen bis zum bitteren Ende. Wer wird diesen Kampf gewinnen und welches Monster wird am Ende besiegt? Diese ganze Geschichte sehen wir heute 40 Minuten lang in diesem Video. Wir werden jetzt die Drohne starten und den Kampf verfolgen, um zu sehen, wer der Stärkere ist. Unsere Drohne ist jetzt in der Luft und wir müssen unbedingt Vlad und Niki finden. Das sind Vlad und Niki. Du hast recht, da unten laufen zwei junge Typen. Wir haben sie endlich gefunden. Nein, warte mal, schaut es euch mal genau an. Das sind nicht Vlad und Niki. Du hast vollkommen recht, das sind nicht Vlad und Niki, aber sie winken uns zu. Das bedeutet, diese zwei jungen Männer wollen uns einen Hinweis geben. Sie wollen uns bestimmt warnen. Natürlich, das ist ein Zeichen und schau mal, wo die hinlaufen, zum See. Sie sind jetzt extra über das Geländer geklettert, wo dran steht, betreten verboten. Wissen die nicht, wie gefährlich das ist? Genau da ist doch das Hansemonster. Vielleicht sind das die Freunde von Vlad und Niki. Schau mal das Schild an. Auf dem Schild steht drauf Warnung. So ein Schild haben wir auch gerade gesehen. Natürlich, genau da drin ist das Hansemonster. Und sie zeigen sogar auf den See. Sie möchten, dass wir den See abfliegen. Und da ist schon das Hansemonster. Ihr könnt es sehen, das böse Hansemonster ist hier in dem See drin. Die Kinder hatten recht. Das sieht so gruselig aus und wie groß das ist. Aber wo sind Vlad und Niki? Das bedeutet, wir müssen Vlad und Niki hier suchen. Wir haben die noch gar nicht entdeckt. Nur die zwei Kinder und das Hansemonster. Vielleicht konnten ja Vlad und Niki entkommen und verstecken sich hier irgendwo. Hoffentlich ist denen nichts passiert. Du weißt doch, wie das Hansemonster drauf ist. Wir müssen jetzt zusammen mit euch diesen ganzen See abfliegen und Vlad und Niki finden. Aber vielleicht haben sie sich auch einfach gut versteckt. Irgendwo dazwischen. Und das Handmeeresmonster ist jetzt wieder unter Wasser abgetaucht, weil ich es nicht sehe. Natürlich ist unter Wasser, weil es sucht Vlad und Niki in diesen See. Okay, wir suchen zusammen mit euch Vlad und Niki. Nein, da sind Vlad und Niki und sie verstecken sich. Das bedeutet, ihnen geht es gut. Sie konnten dem Handmeeresmonster entkommen. Und das Handmeeresmonster hat sie noch nicht entdeckt. Das bedeutet aber, das Handmeeresmonster ist auch in dem See und Vlad und Niki auch. Das heißt, beide sind in Gefahr. Natürlich, sie haben in die Schilder nicht gelesen, dass da das Handmeeresmonster drin ist. Leute, wir brauchen euch. Ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Ihr müsst mit uns jetzt zusammen Vlad und Niki retten. Hoffentlich schaffen wir das mit euch zusammen auf jeden Fall. Deshalb lasst ein Like da. Ich fliege jetzt einfach mal den ganzen See zusammen mit euch ab. Irgendwo muss doch Vlad und Niki hin sein. Ihr habt gerade unsere Drohne in der Spiegelung des Sees gesehen, aber wo ist Vlad und Niki? Hier sind Vlad und Niki und sie werden verfolgt von dem Handseemonster. Nein, das Hansemonster hat Vlad und Niki entdeckt und verfolgt es. Oh mein Gott, schaut euch jetzt an. Vlad und Niki sind ganz schnell und sie versuchen dem Handmeeresmonster zu entkommen. Sie schwimmen und schwimmen und schwimmen. Ich glaube, sie haben es geschafft. Ich glaube, sie konnten so knapp dem Handmeeresmonster entkommen. Bist du dir ganz sicher? Aber wo sind sie denn dann hin? Sie verstecken sich hier irgendwo. Vielleicht sind sie an Land und verstecken sich jetzt im Wald. Natürlich, zwischen den ganzen Bäumen. Aber was haben wir herausgefunden? Das Handmeeresmonster kann auch an Land. Ihr habt's gesehen, das Handseemonster kam aus dem Gullideckel. Das heißt, es kann auch an Land. Das heißt, es muss ein gutes Versteck sein von Vlad und Niki. Ich bin jetzt extra ganz hoch geflogen, aber ich sehe niemand. Ich sehe auch überhaupt niemand. Vlad und Niki rufen uns an. Zum Glück, ich dachte schon, ihnen ist etwas passiert. Hebt unbedingt ab. Hallo Vlad und Niki, wie geht es euch? Hier sind Vlad und Niki. Wir sind gerade an Land und konnten uns nur knapp vor dem Handseemonster retten. Er war direkt hinter uns und hätte uns fast geschnappt. Wir wissen nicht, wo es jetzt ist, aber es muss noch irgendwo im See lauern. Wir kommen jetzt zu euch nach Hause. Macht die Tür auf, wenn wir da sind. Wir sind in etwa 3 Minuten bei euch. Wir dürfen keine Sekunde verlieren. Helft uns, bevor es zurückkommt. Vlad und Niki haben aufgelegt. Hast du gehört, was Vlad und Niki gesagt haben? Was sollen wir denn jetzt machen? Aber was ist, wenn nicht nur Vlad und Niki kommen, sondern auch das böse Handmeeresmonster? Nur du kannst es jetzt verhindern, indem du diesem Video ein Like da lässt. Damit unser Plan auch wirklich funktioniert, müssen wir mit euch zusammen jetzt alle Fallen aufbauen. Unser erster Prank ist der Frischhaltefolien-Prank, Freunde. Ihr kennt ihn. Der hat schon immer geklappt. Bei Phantom, bei allen hat er funktioniert und den werden wir heute jetzt wieder aufbauen. Let's go. Dafür wickeln wir ganz viel Frischhaltefolie um das Gartentor hier, Freunde, und hoffen, dass sie danach hier gegenlaufen und umfallen. Weil die Frischhaltefolie durchsichtig ist, sieht man sie nicht und man muss einfach nur dagegen laufen, dann hat man
man sie schon mal blockiert. Freunde, der erste Prank ist fertig. Unser zweiter Prank ist der Klassiker, der Wassereimer-Prank hier über dieser Tür, Freunde. Der absolute Klassiker, deshalb wird auch als Kampfstelle benutzt, der Wassereimer-Prank. Aber diesmal füllen wir kein Wasser ein, sondern eine kleine Überraschung. Hier ist unser Wassereimer, da füllen wir jetzt ganz viel Wasser rein, weil diesen Eimer werden wir nachher auf den Kopf der Tür Und stellen. als kleines Extra wird auch noch Gurkenwasser reingemacht. Wassereimer hatten wir immer, aber dieses Mal mit Das riecht so ekelhaft nach mit Essen. Gurkenwasser. Echtes Gurkenwasser. Und den machen wir jetzt oben auf die Tür. Diesen Eimer werden wir jetzt hier oben auf der Tür platzieren und wenn Vlad und Niki dann später die Tür aufmachen, wird der Eimer hoffentlich auf den Kopf fallen. Alles Das ist einer der lustigsten Prank. Ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben und einen Daumen nach oben lassen und schreibt doch mal Prank in die Kommentare. Wenn du jetzt die Tür aufmachst, hier Flexi, werden die komplett nass. Jetzt fehlt nur noch die GoPro, die alles filmt. Wir stellen jetzt hier die Kamera auf. Hier steht die GoPro mit dem perfekten Blick auf die Tür und wenn die reinkommen, werden sie hoffentlich nass. Ich freue mich. Kommen wir zum nächsten Prank. Unsere dritte Falle nach dem Wassereimer-Prank ist dieser Stolperdraht. Mach Flexi, mach mal. Wenn sie hier durchlaufen und den Stolperdraht berühren, wird diese Konfettikanone ausgelöst und die werden so komplett getroffen und abgeschossen. Niki, voller Konfetti, das wollt ihr doch alle bestimmt sehen. Dann Ich lasst mal hoffe. alle ein Like da für Das diese Ding krasse klappt Falle. hier, Alter. Der Prank ist der Wahnsinn. Nächster. Hier haben wir jetzt ganz viele Knallbonbons. Die sehen aus wie Süßigkeiten. Aber wie der Name schon sagt, knallen sie. Hört mal hin, Freunde. Und wir hoffen, dass natürlich Vlad und Niki Hunger haben und Bock haben auf ein paar Legt die mal hier hin, Süßigkeiten. die werden sich dann erschrecken vor dem Ganz lauten genau, die Knall. nehmen sich hier Süßigkeiten, ziehen dran und dann macht's Peng und sie erschrecken sich. Aber jetzt haben wir noch große Finale, Bleibt auf jeden Freunde. Fall dran. Kommt mit raus. Unseren nächsten Prank werden wir draußen aufbauen. Sie wollen ja unbedingt diesen Koffer haben. Und wenn Sie alle Pranks durchlebt haben, kommen Sie Sie hierher hier raus. und hier gibt es dann ein kleines Feuerwerk, Freunde. Ganz genau. Dafür haben wir eine Zündschnur und die werden wir gleich in unser Hauptquartier unten in die Kommandozentrale ziehen. Ist klar, Flex ist der Koffer am Start, Alles die präpariert. Vulkane sind am Start. Okay, und jetzt auf geht's. Zieh die Schnur. Ziehen wir die Schnur. Zündschnur wird abgerollt. Alle unsere Fallen sind jetzt aufgebaut. Ihr habt es gesehen, wir haben draußen unsere Frischhaltefolie, dann haben wir unseren Wassereimer, die ganz, ganz große Konfettikanone und unser Feuerwerk. Jetzt fehlen nur noch Vlad und Niki. Wir müssen Vlad und Niki jetzt irgendwie zu uns nach Hause locken. Aber wie sollen wir das denn anstellen? Wir haben doch hier unsere Drohne, damit können wir Vlad und Niki überwachen und zu uns locken. Aber wir müssen aufpassen, das Handmeeresmonster verfolgt Vlad und Niki, der könnte unsere Drohne zerstören. Wir müssen auf jeden Fall mit euch zusammen ganz weit nach oben fliegen, damit das böse Handmeeresmonster unsere Drohne nicht kaputt macht. Dann haben wir eine Chance, dass Vlad und Niki wirklich hierher kommt und in unsere Fallen tritt. Ihr abonniert nochmal unseren Kanal und schaut das Video bis zum Ende. Unsere Fallen müssen doch mit euch ausgelöst werden. Ich freue mich am meisten auf die Falle mit dem Wassereimer an der Türe. Dann lasst uns keine Zeit verschwenden und sofort die Drohne starten. Hoffentlich finden wir Vlad und Niki und das Handmeeresmonster. Unsere Drohne ist jetzt in der Luft und wir suchen Vlad und Niki. Alle unsere Fallen sind aufgebaut, jetzt fehlen nur noch die beiden Brüder. Ich freue mich schon so auf den Wassereimer, das wird richtig cool. Alle Pranks sind so lustig, hoffentlich finden wir Vlad und Niki schnell mit unserer Drohne. Wir fliegen jetzt mit euch einfach mal die Straße entlang und hoffentlich finden wir Vlad und Niki. Ihr wisst ja, wie sie aussehen. Orangenes T-Shirt und ein gelbes T-Shirt. Und die beiden sind bestimmt draußen und da sind sie schon. Ihr könnt es sehen, sie laufen auf der Straße. Wie du es gesagt hast, T-Shirt orange, T-Shirt gelb. Und sie sind auf dem Weg zu uns. Stimmt, dieser lange Weg würde zu uns führen. Heißt aber nicht, dass sie auch wirklich zu uns kommen. Warte mal, ich glaube, die zwei streiten sich. Ihr könnt es sehen, die schuppen sich gegenseitig. Du hast recht, die laufen nicht nur einfach, sondern die streiten wirklich. Aber über was streiten die denn? Leider haben wir keinen Ton bei unserer Drohne, deswegen können wir nicht hören, was die zwei sagen. Vielleicht hat das was mit dem Handmeeresmonster zu tun. Du meinst, sie sind auf der Seite von dem Handmeeresmonster? Das glaube ich nicht. Vlad und Niki sind doch immer ganz cool gewesen. Ihr könnt es auf jeden Fall sehen, Vlad und Niki sind Brüder und die lieben sich eigentlich, aber hier streiten die. Die bleiben einfach stehen und laufen gar nicht weiter und gehen jetzt auf die Wiese. Ich weiß auch nicht, was sie machen. Wir müssen sie zu uns locken. Ich will unbedingt, dass sie in all unsere Fallen hineinlaufen. Und du willst es doch bestimmt auch sehen, deshalb lass ein Like da und es werden alle Fallen funktionieren. Überlegt euch mal, wenn sie bis zu unserem Garten laufen, dann kommt am Ende das große Feuerwerk. Feuerwerk, ich liebe Feuerwerk. Okay, wir müssen jetzt aber versuchen, sie irgendwie zu uns zu locken. Die reden überhaupt nicht mehr miteinander. Seht ihr das? Die stehen Rücken an Rücken und sagen kein einziges Wort mehr. Der Große dreht sich aber gerade um. Ihr seht es. Was macht der Große? So kriegen wir sie nie hierher. Die müssen sich wieder versöhnen und uns die Drohne folgen. Schau mal, Vlad
Entschuldigt sich bei Niki. Vlad ist der Große mit dem Orangenen. Das ist eine gute Idee. Wenn die sich jetzt entschuldigen, dann laufen sie vielleicht mal wieder weiter. Und du kannst es sehen, die zeigen auf irgendwas. Was meinen die damit? Unsere Überwachungskamera? Nein, wahrscheinlich das Handmeeresmonster, weil es so groß ist. Denkst du, das ist wirklich noch in der Nähe von Vlad und Niki? Die sind dem Handmeeresmonster entkommen. Das bedeutet, das Handmeeresmonster hat hier Vlad und Niki verfolgt. Und einer der beiden wollte es besiegen und das andere wollte abhauen. Ich kann es nicht glauben. Wir müssten zu uns kommen. Wenn sie jetzt nach rechts laufen, dann gehen sie zu uns. Dann bitte lauft jetzt nach... Die trennen sich. Die teilen sich auf. Vlad geht nach rechts und Niki, der Kleine, nach links. Und was ist, wenn jetzt nur einer zu uns kommt? Das weiß ich nicht. Wir müssen auf jeden Fall das beide tun. Da ist das Handmeeresmonster! Ihr seht es und es verfolgt den kleinen Niki. Und schaut mal, wie groß das ist. Das ist so hässlich. Was macht das Handmeeresmonster? Ich kann es nicht glauben. Ich hoffentlich... Oh, der rennt zurück. Schnell, rennen, rennen, rennen. Ihr könnt es sehen, Niki rennt zurück zu Vlad. Das ist gut. Die Brüder müssen vereint bleiben. Das bedeutet, Niki ist dem Handmeeresmonster um Haaresbreite entkommen. Aber das bedeutet auch, dass das Handmeeresmonster auch da ist. Leute, ich hoffe nicht, dass das Handmeeresmonster zu uns nach Hause kommt. Das wäre nicht gut. Das ist zu groß. Das kann die Fallen gar nicht funktionieren. Schaut euch die zwei an. Sie reden über irgendwas. Natürlich über das Handmeeresmonster, weil es so knapp war. Und Niki macht irgendwelche Handbewegungen. Ich sag dir doch, der eine Bruder will das Handmeeresmonster besiegen und der andere will lieber abhauen. Ihr habt es gesehen, die haben sich gerade die Hand geschüttelt, als würde Vlad Niki sein Leben gerettet haben. Die haben gleich einen Deal gemacht, damit die jetzt beide abhauen. Und das Gute ist, die laufen direkt zu uns. Schaltet nicht ab, ihr wisst doch, wir haben hier 5 Fallen vorbereitet. Und die sind alle super lustig. Ihr dürft auf keinen Fall abschalten und das Video bis zum Ende schauen. Das Gute ist, beide sind nach rechts gelaufen. Das bedeutet, beide sind gerade auf dem Weg zu uns. Jetzt dürfen sie den Weg aber nur noch folgen und nicht wieder irgendwo hingehen. Das Handmeeresmonster, ihr könnt es sehen, es verfolgt die zwei. Und Vlad und Niki können es nicht sehen. Es ist genau hinter ihnen. Die drehen sich nicht um. Vlad und Niki wissen nicht, dass das Handmeeresmonster sie gerade verfolgt. Ganz da hinten ist es und sie gehen einfach nicht weiter. Ich kann nicht hinschauen, ihr könnt es sehen, Freunde. Lasst unbedingt jetzt noch ein Like da für Vlad und Niki, dass sie zu uns nach Hause kommen. Aber du siehst, das Handmeeresmonster ist ja dann auch auf dem Weg zu uns, weil es genau der richtige Weg ist zu uns. Wir fliegen weiter und beobachten Vlad und Niki. Ich bin schon so gespannt, wo sie hinlaufen. Was ist das denn? Ich weiß es auch nicht. Das ist ein großes Auto steht da. Die gehen zu dem Traktor. Ein Traktor ist das mit solchen großen Rädern. Die wollen damit bestimmt das Handmeeresmonster besiegen. Oder damit wegfahren, weil ein Traktor ist viel schneller, als wenn man läuft. Ich weiß auch nicht, was sie machen. Die wissen auf jeden Fall nicht, dass das Handmeeresmonster ihn gerade verfolgt. Niki hat gerade so gemacht, er will unbedingt den Traktor fahren. Aber sie haben keinen Schlüssel. Sie können die Tür nicht öffnen. Natürlich, der Traktor ist abgesperrt. Die kommen ja gar nicht rein. Sie gehen irgendwo hin. Sie zeigen zu unserem Haus. Ja, natürlich, diesen Weg entlang. Ihr müsst doch nur einfach weiterlaufen und dann kommt ihr direkt zu uns. Sie fangen an zu rennen. Sie rennen genau zu uns nach Hause. Ihr habt es gerade auf den Drohnenaufnahmen gesehen. Vlad und Niki wurden von dem Handmeeresmonster verfolgt. Und sie rennen gerade zu uns nach Hause. Das bedeutet, wir können gleich die Fallen aktivieren. Wir haben bei jeder Falle eine eigene Kamera aufgebaut und versteckt. Damit können wir sehen, was bei jeder einzelnen Falle mit Vlad und Niki passiert. Vlad und Niki müssten auch gleich jeden Moment da sein. Und wir werden jetzt in den Keller gehen und schauen. Wir sind jetzt bei uns im Keller. Hier kann uns Vlad und Niki nicht finden. Und wir schalten jetzt direkt zur Kamera zum Eingang. Ihr seht hier schon die Kamera am Eingang, aber da ist noch niemand. Und da ist unsere Frischhaltefolie, unser erster Streich. Da sind sie, da sind Vlad und Niki. Sie kommen wirklich zu uns nach Hause. Ihr könnt es sehen und die Frischhaltefolie. Hoffentlich entdecken sie sie nicht. Und sie müssen direkt reinlaufen, dann wird's lustig. Sie gehen die Treppen hoch. Ich bin schon so gespannt, was passiert. Ja, sie laufen direkt rein. Ihr könnt es sehen, Freunde, sie sind einfach dagegen gelaufen. Lasst jetzt auf jeden Fall mal ein Like da, dass der erste Streich funktioniert hat. Unsere erste Falle hat wirklich geklappt und sie gehen unten drunter durch. Natürlich, sie müssen ja unten drunter durchgehen, weil ja oben die Frischhaltefolie ist. Und was macht der große Vlad? Er geht natürlich auch unten drunter. Du weißt aber, was passiert nach der Frischhaltefolie, müssen sie zur Türe kommen. Und auf der Türe haben wir den vollen Eimer mit Wasser hingestellt. Ich bin mal gespannt, wer als erstes reingeht. Ihr seht hier oben den Wassereimer. Da ist der Wassereimer. Es hat funktioniert, Freunde. Wie cool war das denn? Er wurde komplett nass. Schaut euch die Zeitlupe an. Wie cool ist das?
Voller Wasser und voll im Gesicht. Der kleine Niki ist jetzt klatschnass. Ja, er ist nass und so muss er jetzt weiter zu uns nach Hause. Jetzt kommt der Stolperdraht, schaltet nicht ab. Ich bin schon so gespannt, wenn der Stolperdraht kommt. Du hast vollkommen recht, jetzt kommt gleich der Stolperdraht. Oh, sie regen sich aber langsam auf. Wir haben sie wieder dazu bewegt, sich aufzuregen. Sie machen den Eimer kaputt. Nur weil du ganz nass bist, da können doch wir nichts dafür. Sie sind entschlossen, noch weiter in unser Haus zu gehen. Der Stolperdraht. Schau mal, sie laufen ganz vorsichtig, als wüssten sie, dass jetzt der Stolperdraht kommt. Da ist er und... Es hat geklappt, ihr habt es gehört. Habt ihr das ganze Konfetti gesehen? Die Konfettikanone hat ausgelöst und hier seht ihr es nochmal aus der Sicht der Konfettikanone. In cooler Zeitlupe, es hat total funktioniert. Wir haben euch doch gesagt, wir haben überall Kameras aufgebaut, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das Tolle ist, bis jetzt hat jede Falle funktioniert. Dafür lasst ihr alle mal ein Like da. Und abonniert bitte unseren Kanal dafür, dass wir uns so viel Mühe gegeben haben für euch da draußen. Pass auf, sie wollen jetzt weiterlaufen. Sie haben unsere Konfettikanonenfalle komplett zerstört. Das ist aber sehr gut, weil sie hat echt gut funktioniert. Jetzt bin ich echt gespannt, was jetzt noch alles passiert. Ihr wisst, was jetzt kommt. Die Knallbonbons auf unserem Stuhl. Sie haben sie entdeckt. Und wenn sie die jetzt aufmachen, dann... Und sie denken, es wäre was zu essen, aber ist es nicht. Pass auf. Boah. Habt ihr das gehört, Leute? Man hat sogar durch die Decke vom Keller gehört. Deshalb hält er sich auch die Ohren zu, weil das so laut war. Es hat richtig Bumm gemacht. Die sind gerade über uns, aber weißt du, was jetzt passiert? Wenn sie raus in den Garten laufen, müssen wir die Zündschnur anzünden. Ja, weil da kommt natürlich das große Feuerwerk. Lass uns die Zündschnur anmachen. Wir haben von dem Koffer oben im Garten hier bis runter in den Keller eine Zündschnur gelegt. Wir müssen aber leise sein, weil Flat und Niki sind jetzt genau über uns. Bist du bereit? Ja. Damit lösen wir das Feuerwerk aus. Bleibt auf jeden Fall dran, es geht jetzt wirklich gleich los. Oh mein Gott. Alter, ihr seht es jetzt, diese Zündschnur, die läuft Die geht nach jetzt oben. hoch, bis in den Garten, bis zum Flex. Koffer. Alter, voll, die zieht rein. Heftig. Ihr seht aber die Zündschnur noch. Verschwindet Die jetzt. geht jetzt ganz nach oben, bis auf den Garten und da ist der Koffer. Ey Leute, lasst mal einen fetten Like, da schreibt doch mal Prank in die Kommentare. Wir wissen ungefähr, wie lange das ist. Die Kameras ganz bisschen. komm. Die Zündschnur ist jetzt an und sie führt direkt nach oben. Und ihr könnt hier die Zündschnur auf dem Boden sehen. Und die geht ganz langsam jetzt sofort zum Feuerwerk. Obwohl Flat und Niki sie sehen, wissen sie nicht, was jetzt gleich passieren Schaut wird. es euch an, gleich geht das Feuerwerk los. Ich halte mir schon mal die Ohren zu, falls Ich es lauter wird. Oh mein Gott, kannst du das sehen? Es funktioniert, Freunde. Unsere letzte Falle hat wirklich funktioniert. Und Flat und Niki können einfach nicht den Koffer greifen, weil da das Feuerwerk oben drauf ist. Wie cool ist das denn? Jede einzelne von unseren Fallen hat funktioniert. Ah, warte mal, die haben den Koffer. Und sie hauen ab. Gehen die jetzt einfach durch den Garten oder wohin gehen die? Wohin rennen die? Ich habe keine Ahnung. Was sollen wir denn jetzt machen, wenn Flat und Niki einfach abhauen? Ich glaube, die hauen ab. Wir müssen nach oben. Ich kann es nicht glauben. Jede einzelne Falle hat funktioniert. Aber Flat und Niki sind durch den Garten abgehauen. Was machen wir denn jetzt? Ich rufe jetzt einfach mit euch Vlad und Niki an. Hoffentlich gehen sie ran. Es klingelt, aber keiner geht ran. Wir haben doch noch unsere Drohne. Die können wir jetzt starten und Vlad und Niki verfolgen. Dann müssen wir uns jetzt aber beeilen. Sie müssen noch ganz in der Nähe sein. Ihr lasst ein Like da dafür, dass unsere Fallen so gut funktioniert haben. Und wir starten jetzt unsere Drohne. Ab in die Luft damit. Ich bin schon so gespannt, wo Vlad und Niki jetzt hinlaufen, nachdem wir sie in unsere Fallen gelockt haben. Nach den Fallen sind sie einfach beide durch den Garten abgehauen. Schau mal da unten, seht ihr das? Hinter dem weißen großen Auto, da läuft irgendjemand. Sind das vielleicht Flat und Niki? Wir fliegen weiter. Wie cool wäre das, wenn wir jetzt Vlad und Niki finden, nachdem sie komplett nass sind? Warte, aber das ist ja nur eine Person. Das ist Niki, der kleine Bruder. Wie, Niki ist ganz alleine und wo ist Flat? Und ihr seht es, wenn ihr zurückspult, der hat den Koffer noch in der Hand. Den hatten wir doch im Garten versteckt mit dem Feuerwerk. Und der hat den Koffer mitgenommen. Ja, aber wo ist sein Bruder? Wo ist Flat? Ihr könnt es sehen, Niki telefoniert gerade, vielleicht mit seinem Bruder Vlad. Hat Niki vielleicht irgendwas Böses vor nach den ganzen Fallen? Oder die haben sich aufgeteilt wegen dem Handmeeresmonster. Natürlich, weil das Handmeeresmonster ist ja auch immer noch bei uns in der Nähe. Leute, ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Wir verfolgen jetzt hier einfach mal Niki und das ist ein Auto. Oh nein, pass doch auf, hinter dir ist ein Auto. Was ist, wenn in diesem Auto Vlad drin ist? Oder das Handmeeresmonster versteckt sich im Auto reingequetscht. Schau mal, Niki redet mit der Person im Auto. Weil er den Weg nicht weiß. Er fragt nach dem Weg, weil er irgendwo hin will. Wir müssen auf jeden Fall dranbleiben. Dieses Video ist viel zu cool, Leute. Ihr dürft nicht abschalten und müsst es bis zum Ende anschauen. Ich bin jetzt echt gespannt, was Niki vorhat, hier ganz alleine. Er läuft aber weiter. Vielleicht trifft er sich jetzt gleich mit Vlad. Ja, aber mit wem? Mit Flat, bist du dir sicher? Vlad und Niki sind Brüder und natürlich müssen die zwei sich eigentlich wieder treffen. Aber die haben sich doch gerade erst nicht hier getroffen und dann getrennt. Schau mal, der hat den Koffer in der Hand, als würde er ihn um keinen Preis hergeben wollen. Vielleicht haben die sich gestritten. Er wollte den Koffer und Flat wollte den Koffer. Was macht er denn jetzt? Er setzt sich hin
sehen? Was macht er? Weint er etwa? Das kann doch nicht sein. Hat er vielleicht seinen Bruder verloren? Oder lacht er? Ich glaube, er lacht. Lacht Vlad oder Niki oder weint Vlad oder Niki? Er freut sich. Ich glaube, dass er sich freut. Dass er seinen Bruder abgehängt hat. Und er den Koffer alleine hat. Das bedeutet, Vlad und Niki sind verfeindet? Ihr wisst doch noch, ganz am Anfang haben sie sich auch schon gestritten. Ihr könnt es sehen, wie siegessicher Niki hier einfach weiterläuft. Also das war auf jeden Fall ein Freund von ihm und er ist immer noch alleine, aber er trifft sich doch bestimmt mit jemandem. Alles, was wir gerade gesagt haben, sind nur Theorien. Ihr müsst das Video auf jeden Fall zu Ende schauen, damit wir sehen, was passiert. Ich bin jetzt echt so gespannt, was passiert und mit wem er sich trifft. Schau mal, der klopft an dieser Holztür. Und er trifft sich mit dem Handmeeresmonster. Ihr seht es ja selbst, das Seehandmonster macht, was es will. Obwohl der See so grün ist wie diese Wassermelone, taucht das Seehandmonster einfach ab. Wo ist Rumi? Ich weiß nicht, wo Rumi ist, aber mir ist aufgefallen, dass das Seehandmonster langsam Angst bekommt vor uns. Stimmt, du hast recht. Es flüchtet jedes Mal von dem großen See zu dem kleinen See und jetzt zu dem kleinsten See. Und jedes Mal, wenn wir das Seehandmonster sehen, taucht es unter. Und es taucht viel schneller unter. Letztes Mal hat es noch ein ganzes Schiff zerstört. Jetzt sieht man es und es ist weg. Das liegt an euch, weil ihr fleißig Likes gegeben habt und damit auch Rumi helft. Das Gute ist, mit euch zusammen und mit Rumi haben wir eine Chance, dieses böse Seehandmonster zu besiegen. Schau mal hier links, siehst du das Gras, das Seegras? Was ist, wenn sich hier eine Hand versteckt? Nicht nur die Hand, das ganze Monster könnte sich unter dem Gras verstecken. Wir fliegen mal jetzt mit euch näher in dieses Gras und suchen das ganze Gras ab. Aber Achtung, du musst wirklich drauf aufpassen, dass unsere Drohne da nicht reinfliegt. Ich passe wirklich auf, das ist nämlich unsere einzigste Drohne. Wenn die abstürzt, haben wir keine Ersatzdrohne mehr. Berührt die Drohne das Wasser, dann war's vorbei und wir können Rumi nicht mehr helfen. Und wir müssen ihr unbedingt helfen. Ich muss es schaffen mit euch zusammen hier draußen. Wir müssen dieses böse Seehandmonster besiegen. Schaut euch an, aber ich sehe nichts. Seht ihr was? Da ist die Hand. Hier ist die Hand, ihr seht es, die Hand, sie ragt durch das Gras aus dem Wasser. Du hattest recht, das Seehandmonster versteckt sich unter dem Gras. Aber es ist wieder untergetaucht. Was machen wir denn jetzt mit der Hand? Das Wasser ist jetzt langsam gelb, es verfärbt sich immer weiter. Oder wartet das Seehandmonster nur darauf ab, uns anzugreifen? Deswegen fliege ich lieber hoch mit unserer Drohne, anstatt etwas zu tief. Ja, dann machen wir das jetzt und schauen mal den ganzen See an. Wo ist die Hand? Ich weiß nicht, wo es hin ist. Ich weiß es auch nicht. Seht ihr das Seehandmonster? Aber was mir auffällt, dieses Mal ist Rumi gar nicht am See. Wir haben Rumi an jedem See getroffen. Nur an dem See haben wir Rumi nicht getroffen. Du hast komplett recht. Ich flieg mal ganz ans Ende von dem See. Vielleicht versteckt sich ja Rumi irgendwo auf Land. Oder von dem Seehandmonster war das eine Falle. Nur, dass wir mit der Drohne immer näher an den Fluss fliegen. Schau mal, hier ist eine Parkbank. Ganz alleine am Seeufer. Das lädt doch dazu ein, dass man sich auf die Bank setzt. Ihr seht jetzt auch die Farbe von dem See. Das ist doch nur noch giftig. Richtig giftgrün ist der See. Nur da kann das Seehandmonster wohnen. Hier ist Rumi! Da ist Rumi! Und die kämpft gegen das Seehandmonster. Aber sie verliert! Was verliert sie jetzt? Sie verliert gegen Seehandmonster und ich dachte immer, Rumi ist die stärkste der Welt. Ihr seht es, Freunde, unsere Drohne, sie stürzt ab. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Rumi, wir retten dich. Wir müssen sofort zu Rumi und... Habt ihr das gerade gesehen? Vlad und Niki wurden vom Plane Eater verfolgt. Die wissen aber leider nicht, wie es ausgegangen ist und was mit Vlad und Niki passiert ist. Es könnte sein, dass Vlad und Niki es nicht geschafft haben, weil die bösen Plane Eater aufgegessen worden sind. Es könnte aber auch sein, dass Vlad und Niki schnell genug waren und sich vor dem bösen Plane Eater verstecken konnten. Es könnte natürlich auch sein, dass ihr bester Freund Blippi vorbeigekommen ist, um Vlad und Niki vor dem bösen Plane Eater zu retten. Wie schön wäre das, wenn Blippi wirklich kommt, um Vlad und Niki vor Plane Eater zu retten. Wir wissen es leider nicht. Dass sie sich am Strand in einem Labyrinth verloren haben und nie wieder auftauchen. Leider wissen wir nicht, was mit Vlad und Niki passiert ist. Das können wir nur rausfinden, wenn wir jetzt zusammen mit euch sie suchen gehen. Was machen wir dann auch hier? Wir müssen Vlad und Niki suchen. Hoffentlich finden wir sie auch. Wir sind jetzt draußen und suchen nach Vlad und Niki. Wir finden sie aber nicht. Sie könnten sich nämlich überall verstecken. Vielleicht verstecken sich Vlad und Niki hier in der Toilette. Vielleicht verstecken sich ja Vlad und Niki hier in der Mülltonne. Es ist einfach unmöglich, Vlad und Niki zu finden. Wir haben überall nachgeschaut. Aus diesem Grund brauchen wir deine Hilfe. Du musst uns helfen, Vlad und Niki zu finden. Schau mal da hinten, da ist doch ein Hinweis. Lass uns sofort dahin gehen. Das soll ein Hinweis sein auf Vlad und Niki? Wo kommt das auf einmal her? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Schaut euch das mal an. Und was sollen wir jetzt damit machen? Und vor allem die Form, das ist ein perfekter Kreis. Aber warum? Schaut es euch an.
Mann, was passiert mit dem Kreis? Ich glaube, er aktiviert sich. Was ist, wenn es ein schwarzes Loch ist oder ein Portal direkt zu Flat und Niki? Oder vielleicht ist das die Turbine von Plane Eater seinem Flugzeug. Das ist viel zu gefährlich. Das ist überhaupt kein Hinweis auf Flat oder Niki. Wir müssen mit euch zusammen weitersuchen. Kommt mit. Vlad und Niki, wo seid ihr? Dein Handy klingelt. Du hast recht, die echten Vlad und Niki rufen an. Was sollen wir denn jetzt machen? Sofort abheben. Ich will wissen, was die zu sagen haben. Hallo Vlad und Niki, wo seid ihr? Wir suchen euch gerade. Hier sind Vlad und Niki. Wir brauchen dringend eure Hilfe. Plane Eater hat uns gefunden und geschnappt. Jetzt sind wir irgendwo tief in seinem Inneren gefangen. Wir wissen nicht, wohin er uns bringt. Es ist dunkel, laut und alles wackelt die ganze Zeit. Bitte startet sofort eure Drohne und sucht nach Plane Eater. Folgt seinen Spuren und findet einen Weg zu uns rein. Wir können hier nicht mehr lange bleiben. Schnell! Bitte beeilt euch und rettet uns, bevor es zu spät ist. Vlad und Niki haben aufgelegt. Habt ihr gehört, was sie gesagt haben? Das kann ich ja gar nicht glauben, was alles mit Vlad und Niki passiert ist. Hast du das gehört? Wir haben an der falschen Stelle gesucht. Wir müssen jetzt sofort nach Hause gehen und unsere Drohne starten. Wir müssen aber aufpassen. Plane Eater kann noch überall sein. Schau mal da oben. Plane Eater verfolgt uns. Ich kann es nicht glauben. Wir müssen sofort nach Hause. Plane Eater hat uns gerade verfolgt und wir konnten ihm gerade entkommen. Und jetzt drehen wir den Spieß um. Wir werden jetzt sofort unsere Drohne starten und Plane Eater verfolgen, um Vlad und Niki zu retten. Ich kann es gar nicht abwarten. Wir brauchen jetzt euch. Ihr müsst dieses Video bis zu Ende schauen und ein Like da lassen. Sonst ist Vlad und Niki für immer verloren. Und wir starten jetzt diese Drohne und fliegen direkt zu Plane Eater. Unsere Drohne ist jetzt ganz weit in der Luft und wir müssen nach Plane Eater Ausschau halten, nach einem Flugzeug mit Zähnen. Hoffentlich finden wir ihn auch schnell, weil ihr wisst ja, Vlad und Niki ist im Plane Eater drin. Deswegen fliegen wir jetzt einfach mit euch geradeaus und hoffen, dass wir Plane Eater sehen. Da ist Plane Eater, siehst du ganz weit entfernt. Ihr könnt es sehen, da hinten fliegt ein Flugzeug mit Zähnen. Leute, das ist Plane Eater. Aber ich sehe nicht Vlad und Niki in ihm drin. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Wo ist der hin? Der ist einfach abgehauen. Aber wir haben ihn gefunden. Das bedeutet, jetzt sofort hinterher, hinter Plane Eater her. Wir sind auf jeden Fall richtig, Freunde. Wir wissen, dass Plane Eater hier in der Luft ist. Jetzt haben wir wirklich eine Chance, Vlad und Niki retten zu können. Deshalb lasst ihr ein Like da und wir verfolgen Plane Eater am Himmel. Ihr könnt es aber sehen. Weit und breit war nirgendwo ein Plane Eater zu sehen. Da ist doch Plane Eater. Und da sind Vlad und Niki im Cockpit. Ihr könnt es sehen. Und sie schreien richtig, weil sie so viel Angst haben, weil sie im Plane Eater drin sind. Ihr habt es gesehen, Freunde. Wir sind so nah dran, Vlad und Niki zu retten. Soll ich dir mal was sagen? Mein Herz zerbricht, wenn ich Vlad und Niki so schreien und weinen sehe. Wir brauchen jetzt euch. Ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Ihr müsst dieses Video bis zum Ende anschauen. Bitte. Hoffentlich schaffen wir das auch wirklich, Vlad und Niki retten zu können. Aber ich habe Plane Eater verloren und Vlad und Niki auch. Wo sind die hin? Denkst du, Plane Eater ist jetzt da auf dem Boden? Gelandet oder abgestürzt und Vlad und Niki rennen raus. Sie haben es wirklich geschafft. Sie sind wirklich aus dem Flugzeug rausgerannt. Ihr seht es hier und sie rennen weg, Freunde. Vlad und Niki konnten vor Plane Eater entkommen. Haben die es wirklich geschafft? Haben sie sich wirklich befreien können? Ich kann meinen Augen nicht glauben. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber ich glaube, Vlad und Niki haben Plane Eater zum Abstürzen gebracht. Vielleicht haben wir ja mit unserer Drohne Plane Eater so auseinandergebracht, dass er runtergegangen ist. Wo sind aber Vlad und Niki hingelaufen? Ich habe sie verloren. Nein, haben wir sie wirklich verloren? Dann müssten wir sie suchen, bevor Plane Eater wieder zurückschlägt. Sie könnten sich überall hier verstecken, aber ich weiß nicht genau, wo sie sich verstecken. Der Himmel und die Straße ist so groß. Wo sind sie hin? Okay, wir fliegen jetzt einfach nochmal zu dem Gebäude da vorne, oder? Genau, bei der Straße sind sie gerade entkommen. Genau da war Plane Eater und Plane Eater ist auch weg. Ihr habt's gesehen, die sind hier gelandet oder abgestürzt. Und Plane Eater ist einfach weggegangen. Vlad und Niki rufen uns gerade Heb an. unbedingt ab. Wir wollen alle wissen, warum Vlad und Niki das zweite Mal anrufen. Okay, hallo Vlad und Niki, wie geht es euch? Hier sind nochmal Vlad und Niki. 1000 Dank für eure Hilfe. Wir konnten gerade aus dem Plane Eater entkommen und laufen jetzt vor ihm weg. Wir brauchen aber nochmal eure Hilfe. Könnt ihr euch bitte in eure Überwachungskamera einloggen und uns sagen, wo sich Plane Eater gerade versteckt, damit wir nicht direkt in Richtung Plane Eater laufen
Bitte beeilt euch. Vlad und Niki haben aufgelegt. Habt ihr gehört, was sie gesagt haben? Sie möchten, dass wir jetzt sofort zu unserer Überwachungskamera gehen und nachschauen, was zu sehen ist. Aber jetzt schauen wir uns direkt die versteckte Kamera mit Vlad an. Da sind ja beide, Vlad und Niki. Was haben die beiden Brüder vor? Ihr könnt es sehen, zum Glück haben wir eine versteckte Überwachungskamera aufgebaut. Schau mal, was die da in der Hand haben. Das ist doch unser berühmter roter Koffer. Was wollen die denn mit diesem roten Koffer? Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall haben sie diesen von uns zu Hause weggenommen. Aber die freuen sich ja richtig, weil sie diesen Koffer haben. Wir müssen unseren Koffer heute in diesem Video unbedingt wieder zurückholen. Sonst haben wir überhaupt keinen Koffer mehr. Sie rennen einfach weg. Ich weiß gar nicht mal, wo die sind. Schau mal, der kleine Niki holt jetzt ein Telefon aus seiner Hose. Macht er etwa ein Foto von dem Koffer? Schaut mal, er liest irgendwas dem großen Vlad vor. Leider haben wir keinen Ton. Wir können leider nicht hören, was die beiden Brüder Vlad und Niki gerade miteinander sprechen. Aber er antwortet auf irgendeine Textnachricht. Er schreibt doch gerade mit dem Handy. Wir können es ganz genau sehen. Aber wem schreibt er? Sein Bruder Vlad steht neben ihm. Er ist es nicht. Ich glaube, die machen den Koffer jetzt auf. Sie dürfen ihn auf gar keinen Fall öffnen. Ich will gar nicht wissen, was da alles drin ist. Schaut es euch an. Er ist einfach leer. Das ist ein leerer Koffer? Natürlich, wir haben alle Wertsachen rausgeholt. Ich glaube, jetzt ist Vlad und Niki richtig böse, weil der Koffer leer ist. Schaut es euch mal an. Vlad und Niki, die Brüder streiten sich. Ja, natürlich. Schau doch mal, die machen den Koffer auf und jetzt ist der Koffer leer. Natürlich, ich würde mich auch richtig aufregen, wenn ein leerer Koffer einfach ist. Ich glaube, die sind jetzt wirklich sauer und kicken den Koffer einfach auf den Boden. Ich glaube, sie haben jetzt richtig schlechte Karten, weil sie müssen irgendwas ihrem Boss sagen. Natürlich, die haben jetzt alles umsonst gemacht, den Koffer umsonst dahin getragen. Und die Person am Telefon hat Vlad und Niki beauftragt, den Koffer mitzunehmen. Natürlich, und Niki schreibt ihm gerade, dass der Koffer leer ist. Was haben die jetzt aber vor? Guck mal, Vlad sagt, du gehst in die Richtung und ich gehe in die Richtung. Die hätten doch gerade einen Plan aus. Und jetzt verabschieden sie sich beide mit einem Handschlag? Sag mir jetzt nicht, die beiden Brüder trennen sich. Doch, sie trennen sich wirklich. Ihr könnt es sehen auf unserer versteckten Kameraaufnahme. Die laufen in verschiedene Richtungen. Wir beobachten jetzt den großen Vlad einfach weiter. Ihr könnt es sehen. Ich will jetzt unbedingt wissen, was Vlad alleine vorhat. Warte mal, der ist auf dem Weg zu uns nach Hause. Stimmt, er ist nicht mehr weit weg von uns zu Hause. Was machen wir denn jetzt? Vlad ist alleine auf dem Weg zu uns. Aber warum kommt jetzt Vlad alleine zu uns nach Hause? Ich weiß es nicht. Ich ziehe mir jetzt erstmal einen roten Pulli an. Ich weiß jetzt aber immer noch nicht, warum Vlad alleine ohne seinen Bruder kommt. Ich weiß es, ich habe da eine richtig gute Idee. Jeder von uns hat eine Mülltüte, nämlich einmal für Vlad und einmal für Niki. Und jetzt verstecken wir uns hier. Ich werde Vlad oder Niki schnappen und du schnappst den, der auf deiner Seite ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, die kommen bald. Leute, wir können es nur noch warten und hoffen. Und in der Zeit lasst alle noch mal ein Like da. Ehrlich, nicht setz dich, Cayman, hast du die Handschellen? Ich hab die Handschellen hier, Freunde. Wir machen jetzt erstmal mit den Handschellen fest. Dann kommt ihr nie wieder vom Stuhl runter. Warte. Wenn hier er ist, dann ist sein Bruder draußen und er lauert auf uns. Leute, ihr kommt mit. Niki kann eh nicht abhauen, Vlad und auch nicht. Niki muss hier irgendwo sein. Wo ist denn der Bruder? Freunde, das kann doch nicht sein, dass er alleine kommt. Niki muss hier irgendwo sein. Der wartet auf uns, 100%, Mann. Wo ist Niki? Habt ihr eine Idee, wo Niki ist, Dann Leute? schreibt's mal in die Kommentare und lasst alle noch mal Wir ein wollen Like da. nämlich auch Niki die Maske abziehen, nicht nur Vlad. Wir wollen beide die Wieso ist Maske. der alleine da? Ich verstehe das nicht. Wenn Ist er Niki gleich ist im da. Garten? Auf der Guck mal, anderen im Seite. Wo ist Niki? Siehst du ihn? Nein, ich sehe nicht. Wo ist Niki, Leute, Mann? Das kann doch nicht wahr sein. Wieso ist der auch alleine gekommen? Da stimmt irgendwas nicht, Leute. Ihr wisst es doch. Die sind immer zu zweit wir unterwegs. gehen jetzt zu Vlad. Auf geht's. Vlad, Mann, wo ist dein Bruder Niki? Wir haben alles gesucht. Vorne im Haus, hinten im Garten. Er ist einfach nicht da. Wo ist er? Ihr trennt euch nie. Ihr kommt immer zu zweit. Ihr wart immer zu zweit hier und läuft auch zu zweit rum. Wo ist dein Bruder? Wir verhören dich hier gerade. Sag endlich mal was. Deine Maske wird heute so oder so abgezogen. Also Leute, wir brauchen jetzt unbedingt den Anizilator. Vielleicht machst du dann deinen Mund auf. Leute, kennt ihr das noch? Der Anizilator, der Originale. Ich hab dir gesagt, die trennen sich so gut wie nie. Warte, Leute. dann haben wir gar nicht mehr so viel Zeit, weil wenn der Bruder hier ist mit der Verstärkung, Dann dann haben haben wir wir keine verloren Chance. im Hauptland. Hier, Leute, lasst alle mal ein Like da und schreibt Maske in die Kommentare, weil es ist FASKE, soweit. wir ziehen ihm jetzt die Maske. Erstmal die Augenbinde. Das ist doch keine Maske. In 3,
2, 1. Wow! Siehst du nicht mehr so cool aus? Er hat uns zwar gesagt, dass er Verstärkung bringt, aber wir haben dir gesagt, dass wir dir auf jeden Fall die Maske abziehen werden. Du bist heute dran! Ihr lasst jetzt nochmal einen fetten Like, da schaffen wir die 2000 Likes. Wir werden dir die Maske abziehen, egal ob dein Bruder Verstärkung holt oder nicht! Stopp, bevor wir jetzt die Maske von Vlad abziehen, lass uns doch lieber nach seinem Bruder Niki noch einmal suchen. Niki befindet sich gerade mit seinen Freunden auf dem Spielplatz und hat Spaß! Und da ist sogar jemand mit einem grünen T-Shirt. Da ist doch der Freund mit dem grünen T-Shirt! Das ist doch der Grinch. Was macht der Grinch hier? Wir wollten doch zu Niki! Und er rennt direkt auf Niki zu. Was hat denn Niki jetzt mit dem Grinch vor? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der grüne Grinch böse und er hat irgendwas mit Niki vor. Ich glaube, die streiten sich jetzt wegen diesem einen Fußball. Ihr könnt es sehen, Freunde. Auf unserer versteckten Überwachungskamera ist offiziell Niki, der kleine Bruder von Vlad. Vlad ist bei uns zu Hause und Niki hat sich einfach auf dem Spielplatz mit Grinch getroffen. Und die zwei verstehen sich offensichtlich nicht. Aber ich frage mich wirklich, was die dort auf dem Spielplatz jetzt vorhaben. Ihr seht es, der grüne Mann wirft die ganze Zeit den kleinen Bruder Niki mit einem Fußball ab. Willst du mir sagen, es geht nur um diesen einen bunten Fußball? Ich weiß es nicht. Wir schauen jetzt auf jeden Fall weiter, was hier zwei noch passieren wird. Der Fußball gehört bestimmt Niki. Und der wird die ganze Zeit weggenommen von dieser grünen Person. Niki will unbedingt den Fußball behalten und ihn mitbringen zu uns nach Hause. Ihr habt es gesehen, Niki geht jetzt einfach zu dieser Schaukel. Jetzt ist Niki wieder ganz alleine. Unsere Kamera ist nur auf ihn gerichtet. Und vergesst nicht, Freunde, wir haben hier noch den großen Bruder Vlad hier bei uns sitzen. Ihr lasst jetzt alle mal ein Like da und schaut dieses Video bis zum Ende. Schaut dir das mal an, Niki schaukelt, aber der grüne Grinch da hinten läuft jetzt auf ihn zu. Aber Niki hat doch auf dem Spielplatz echt Spaß, obwohl seine Mütze runtergefallen ist. Dem seine Mütze ist jetzt einfach auf den Boden gefallen. Aber er schaukelt einfach weiter, als wenn nichts gewesen wäre. Und er weiß nicht, dass die grüne Person gerade hinter ihm steht. Das ist ja echt spannend, die ist genau hinter ihm. Aber warum ist die grüne Person jetzt hier bei ihm? Ich frag mich, warum der überhaupt da ist. Der muss doch einfach wieder gehen, pass auf. Er hat ihn einfach von der Riesenrutsche runtergeschaukelt. Habe ich das gerade richtig gesehen? Er hat ihn runtergeworfen von der Schaukel. Das darf man doch nicht machen. Auf gar keinen Fall. Ihr schaltet nicht ab. Ihr schaut dieses Video bis zum Ende. Am besten wäre doch, wenn Niki einfach zu uns nach Hause kommen würde. Er weiß ja nicht, dass wir seinen Bruder hier bei uns auf dem Stuhl festgemacht haben. Stimmt, woher soll er das auch wissen? Er ist ja hier auf dem Spielplatz. Wir haben ja am Anfang des Videos gesehen, wie der Bruder Vlad und Niki in verschiedene Richtungen Pass auf, gelaufen sind. du bist gerade gegen einen Baum geflogen. Du musst dich konzentrieren und mit der Drohne richtig fliegen. Ich pass wirklich auf und jetzt klettert Vlad einfach hier auf dieses Klettergerüst. Das Schöne ist doch, dass Niki einfach weiterspielt. Und er spielt in dieser Pfütze, seine Schuhe sind jetzt ganz nass. Ich frage mich, warum da überhaupt Wasser ist, wenn die Sonne scheint. Schau dir mal an, was der grüne Mann da jetzt aufgehoben hat. Er hört einfach nicht auf, Niki zu ärgern. Das ist echt überhaupt nicht nett von ihm. Jetzt ist Niki auch noch runtergefallen. Weil der grüne Mann ihn wieder geärgert hat. Das ist echt nicht nett. Ich bin so froh, dass wir hier versteckte Kameras mit euch zusammen und für euch aufgebaut haben. Lasst doch Niki einfach in Ruhe auf dem Spielplatz spielen. Wie cool wäre das, wenn der kleine Bruder Niki jetzt auch noch zu uns nach Hause kommt? Dann werden die Brüder wieder vereint, Vlad und Niki. Ich habe da so ein Gefühl, dass am Ende dieses Videos beide hier bei uns zu Hause sind. Schaltet nicht ab. Deshalb bleibt auf jeden Fall dran, schaut das Video bis zum Ende und lasst für Vlad und Niki ein Like da. Aber du hast recht, der kleine Niki versucht, die grüne Person einfach zu ignorieren. Und das ist auch richtig so, weil er hat einfach Spaß auf dem Spielplatz. Aber die grüne Person verfolgt den kleinen Bruder Niki einfach immer weiter. Zum Glück wussten wir, welchen Spielplatz Niki besuchen wird. Schau mal, jetzt ist er auf dem Riesenrad und er freut sich. Kennst du das? Da dreht sich immer alles. Die große Drehscheibe und jetzt wird die angeschuckt von der grünen Person. Endlich hilft die grüne Mann ihm. Das ist jetzt eigentlich nett. Er hilft ihm beim Spielen mit dieser Drehscheibe. So muss das eigentlich ablaufen. Beide verstehen sich, beide haben Spaß und beide haben eine sehr, sehr gute Zeit. Was passiert aber, wenn die grüne Person es zu schnell dreht? Was passiert? Er fliegt hin und rutscht aus. Das heißt, es hat gar nicht Spaß gemacht, wenn man einfach hinfällt. Dann war es zu schnell. Ihr seht es und jetzt klettert die grüne Person auch auf dieses Riesenkarussell. So macht Spielen ja überhaupt keinen Spaß auf dem Spielplatz. Und jetzt versucht wirklich der kleine Niki abzuhauen. Er hat langsam keine Lust mehr. Siehst du das? Und guck mal, er fässt sich an den Rücken. Ja, natürlich. Er ist doch gerade hingefallen. Oder es kitzelt ihn da hinten. Das kann natürlich auch sein. Schau mal, das ist eine ganz, ganz große Rutsche. Oh, das ist ja richtig cool. So eine große Rutsche habe ich echt noch nie gesehen. Ich
Ich bin gespannt, was passiert. Wir sehen auf jeden Fall, dass der kleine Bruder Niki jetzt nach oben geht. Die Rutsche sieht echt nach Spaß aus. Ich würde es noch viel cooler finden, wenn Vlad und Niki beide bei uns hier sind. Oder ich auf dem Spielplatz. Ich will auch diese Rutsche rutschen. Ihr doch sicherlich auch. Ich schalte nicht ab. Ich will wissen, was passiert. Die Rutsche ist bestimmt ganz, ganz schnell. Er traut sie sich nicht zu rutschen. Komm, Niki, das schaffst du. Die Rutsche sieht echt nach Spaß aus. Der grüne Mann steht vorne an der Rutsche und bewacht den Ausgang der Rutsche. Oh nein, er traut sich fast gar nicht, weil dieser grüne Mann da steht. Schaut mal, wie langsam der runtergerutscht ist. Und jetzt pass auf, er geht einfach unten durch die Beine durch. Und er hat auf sein Popo geklatscht. Habt ihr es gesehen? Spult zurück. Weil er die ganze Zeit ihn geärgert hat. Ding hat er gemacht. Und jetzt schau mal, wo er hinrennt. Er hat richtig Spaß, der kleine Niki. Und jetzt hat er endlich wieder seinen Fußball. Und er kickt den Fußball einfach in die Luft. Und rennt jetzt weg? Wohin rennt der? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wem sollen wir folgen? Sollen wir dem grünen Mann folgen oder Niki? Weiß ich auch nicht, aber Niki soll doch endlich zu uns nach Hause kommen. Ich glaube, wir müssen kurz den grünen Mann einfach weiter verfolgen. Niki muss zu uns nach Hause kommen, in unser Haus. Schaut ihr das an? Der kleine Bruder Niki schaukelt jetzt. Jetzt schaukelt der schon wieder. Warum? Und der grüne Mann kommt aber immer näher. Immer wenn er da ist, passiert was. Okay, ich bin gespannt, was jetzt der grüne Mann mit Niki anstellen wird. Ich hoffe, es passiert nichts, aber ich habe ein schlechtes Gefühl. Ihr seht es, er spielt an diesem Seilzug. Ja, aber was hat denn das mit der Schaukel zu tun? Und er hat diesen Seilzug auf ihn geworfen. Und jetzt ist Niki schon wieder hingefallen. Ich glaube, das ist das 3. Mal, dass Niki auf diesem Spielplatz hinfällt. Und ihr habt es gesehen, Niki hat gewunken. Er verabschiedet sich jetzt. Er hat keine Lust mehr. Ich glaube, dass Niki jetzt den Spielplatz verlässt. Okay, und was macht der grüne Mann? Er guckt uns direkt an. Er hat genau in die Kamera geschaut. Er hat uns entdeckt. Er hat unsere versteckte Kamera gefunden. Oh nein, jetzt kommt er auch noch auf die Kamera zu. Sagt mir jetzt nicht, er macht irgendwas mit uns jetzt. Er zeigt auf uns. Oh nein, er will irgendwas mit unserer Kamera machen. Er drückt sie auf den Boden. Er hat sie einfach runtergedrückt. Was machen wir denn jetzt? Er macht so bestimmt unsere Kamera kaputt. Dann können wir aber nichts mehr auf dem Spielplatz sehen. Guckt sie euch an. Er hat einfach unsere Kamera in der Hand. Ja, jetzt haben wir die Kamera absolut verloren. Lasst uns zurück zu Vlad gehen. Der Vlad sitzt doch hier noch bei uns auf dem Stuhl. Das ist abgehauen und er macht sich lustig über uns. Ihr habt es doch vorhin gesehen. Wir haben hier Vlad auf diesen Stuhl gesetzt und festgebunden. Jetzt ist nur noch sein Hut da und sein T-Shirt. Und er hat hier mit einem Besenstiel und seinen Hut eine Puppe aus sich nachgebaut. Und wir dachten die ganze Zeit, dass Vlad immer noch auf diesem Stuhl Mein sitzt. Handy klingelt. Ihr könnt es sehen. Vlad und Niki rufen an. Was sollen wir denn jetzt machen? Geht unbedingt ab. Wir wollen alle wissen, was Vlad und Niki zu sagen haben. Okay. Hallo Vlad und Niki. Wie geht es euch? Hier sind Vlad und Niki. Wir wurden von Sprunky verfolgt. Nicht nur von einem Sprunky, sondern von gleich 4 Sprunky. Sie sind plötzlich aufgetaucht und laufen die ganze Zeit hinter uns her. Wir sind gerade noch weggekommen, aber sie sind immer noch irgendwo in der Nähe. Wir hören Geräusche hinter uns und wissen nicht genau, aus welcher Richtung sie wieder auftauchen könnten. Wir müssen einen Plan machen, bevor sie uns einholen. Vielleicht können wir sie austricksen oder einen sicheren Ort finden. Was können wir jetzt machen? Ich hab da eine Idee, Vlad und Niki. Ihr könnt zu uns nach Hause kommen. Hier seid ihr sicher. Hier kann euch Sprunky nichts antun. Das ist ja echt eine super Idee. Das ist eine richtig gute Idee. Bei euch zu Hause wären wir bestimmt sicher. Danke, dass ihr uns das angeboten habt. Wir machen uns sofort auf den Weg zu euch. Aber wir müssen schnell sein, denn die Sprunkys sind immer noch hinter uns her. Sie geben einfach nicht auf. Gebt uns ungefähr 5 Minuten, dann sollten wir bei euch ankommen. Bitte haltet die Tür bereit und schaut vielleicht schon mit der Drohne nach dem Weg. Wir rennen jetzt so schnell wir können zu euch. Vlad und Niki haben aufgelegt. Perfekt. Habt ihr gehört, was sie gesagt haben? Sie kommen jetzt wirklich zu uns nach Hause, um sich beschützen zu lassen. Und sie sind in genau 5 Minuten da, wenn ihr jetzt ein Like auf dieses Video gebt. Damit retten wir Vlad und Niki. Damit wir sehen, was Vlad und Niki machen, wenn sie bei uns sind, bauen wir in dem ganzen Haus versteckte Kameras auf. Und wir gehen jetzt alle gemeinsam in den Keller, um dort die Überwachungskameras anzuschauen. Unsere Kameras sind aufgebaut und ihr könnt es sehen, Vlad und Niki stehen schon vor unserer Haustüre. Sie müssen nur reinkommen, dann sind sie sicher vor den Sprunkys. Und unser Hund begrüßt sie auch schon. Ja, kommt rein, ihr müsst doch nur reinkommen. Ihr könnt es sehen, sie freuen sich, dass sie unseren Hund sehen. Weil draußen sieht man, die Sprunkys sind da irgendwo. Und wenn sie jetzt reinkommen, dann sind sie sicher. Macht die Tür zu, bitte macht die Tür zu. Ihr müsst doch die Tür abschließen, sonst können die Sprunkys hier auch einfach zu uns nach Hause. Ja, sie machen die Tür zu. Jetzt sind sie zu 100% sicher. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt bin ich aber auch echt gespannt, was Vlad und Niki bei uns zu Hause machen. Deshalb lasst alle mal ein Like da. Lasst ein Like für Vlad und Niki da und abonniert unseren Kanal, dass sie zu uns nach Hause gekommen sind. Wie cool ist das denn?
Hoffentlich machen die nichts bei uns zu Hause kaputt. Nein, auf keinen Fall. Und selbst wenn, wir wissen, die Sprunkis sind draußen und kommen nicht rein. Aber schau mal, die haben unseren Schlüssel in der Hand und jetzt deine Jacke. Die freuen sich einfach. Die freuen sich, dass wir sie eingeladen haben. Aber die ziehen einfach deine Jacke an. Das dürfen sie doch. Die passt ja auch gelb zu gelb. Nein, der Hund sagt wieder, er soll die Jacke aufhängen. Okay, Leute, ihr kennt die alle, Vlad und Niki. Die sind meistens gut drauf. Und etwa mit unserer Drohne jetzt fliegen? Sagt mir nicht, die starten jetzt in unserem Haus hier die Drohne. Was machen wir denn? Sollen wir es einfach machen oder sollen wir hochgehen? Ihr seht es, guckt euch das an. Der große Vlad hat den Controller in der Hand. Wir wollen wirklich jetzt mit unserer Drohne fliegen. Du weißt, wir haben nur eine Drohne und einen Helikopter. Ich kann nicht hinschauen. Sie starten die Drohne. Nein, bitte nicht. Und der nimmt die Hände von der Fernbedienung. Ist der verrückt? Ihr müsst doch die Drohne auch steuern. Schaut dir mal an, der wäre fast gegen die Wand geflogen. Nein! Oh mein Gott, das war so knapp. Ah! Jetzt hat er die Drohne kaputt gemacht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Vlad und Niki können keine Drohne fliegen. Sollen wir hochgehen zu Vlad und Niki und ihnen sagen, dass sie das lassen sollen? Eigentlich nicht, weil lustig ist es auch. Ihr wollt es doch bestimmt auch sehen, was die alles machen. Du hast recht, wir bleiben hier und beobachten noch ein bisschen Vlad und Niki. Ich glaube, es ist das zweite Mal, dass sie leider die Drohne zerstört haben. Ihr wisst ja, alle guten Dinge sind drei, aber ich hoffe nicht, dass sie jetzt ein drittes Mal die Drohne gegen die Wand fliegen. Ich wollte gerade sagen, ich will gar nicht eigentlich, dass sie das dritte Mal die Drohne starten. Okay, wir müssen aufpassen. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass Vlad und Niki hier mit unserem Hund spielen. Das ist ja in Ordnung. Sie können gerne mit unserem Hund Lucky spielen. Ihr seht es, Freunde, die haben schon irgendwas Neues in den Kopf. Hast du das gehört? Waren das gerade Spookies? Ich weiß es nicht, weil die haben doch jetzt Vlad und Niki spielen mit dem Hund, aber das war ein ganz anderes Geräusch. Habt ihr das Geräusch gehört, Freunde? Spult mal zurück, was war das? Mann, die müssen doch aufpassen. Sie müssen auch leise sein, weil wenn sie zu laut sind, hören die Sprunki es von draußen. Du hast recht, sie verstecken sich schon. Die haben das Geräusch auch gehört. Wollte ich gerade sagen, sie haben das Geräusch auch gehört und so hört sich doch nur ein Sprunki an und wenn es nur ein einziger ist. Und der große Bruder Vlad rettet seinen kleinen Bruder, denn es hat nur eine Person Platz in dem Karton. Weil wenn ein Sprunki kommt, dann kommen alle Sprunkis. Und vielleicht kommen sie doch irgendwie bei uns in das Haus rein. Haben wir wirklich alle Fenster und Türen geschlossen? Hast du das Fenster im Dachgeschoss zugemacht? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, Leute, wir müssen einfach nur hoffen. Lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal. Die wollen sich jetzt wirklich zu zweit in diesen Karton zwängen, um sich zu verstecken. Aber ihr seht ja, es hat nur einer Platz. Schau doch mal, das ist doch kein Versteck. Man kann sie immer noch sehen. Das sind Vlad und Niki. Leute, vielleicht wissen die Sprunki nicht, dass sich die zwei in dem Karton verstecken. Sogar der Hund versteckt sich unterm Tisch. Es kann nur der Sprunki gewesen sein. Sie verabschieden sich schon. Was? Nein! Sie haben den zweiten Karton gefunden. Jetzt können sie sich jeweils in einen Karton reinzecken. Der Karton ist aber noch kleiner als der erste Karton. Und da ist irgendwas drin. Ich bin so gespannt, was da drin ist. Leute, ich habe vergessen, was da drin ist. Leute, lasst jetzt alle mal ein Like da. Wir hoffen nicht, dass die Sprunkis zu uns nach Hause kommen, weil wir sind da und Vlad und Niki ist da. Das sind unsere eigenen Kissen. Natürlich, mit denen schlafen wir ja auch. Das sind unsere Kissen. Ihr seht, da sind wir beide drauf auf der Rückseite. Und die haben wieder alles vergessen. Die machen jetzt auch Spaß eine Kissenschlacht, obwohl sie wissen, dass irgendwo draußen die Sprunkis sind. Sie wurden erst vor kurzem noch von den Sprunki verfolgt. Ihr habt es ja gesehen, der blaue, orangene, gelbe und pinke Sprunki. Und wir haben sie extra gerettet, indem sie zu uns nach Hause kommen dürfen. Also sein, sie gehen gerade in den Keller. Genau hinter dieser Türe sind wir. Die Tür, wenn ihr diese Tür seht, dahinter sind wir. Genau diese weiße Türe, wo ihr sehen könnt. Wenn sie die Tür jetzt öffnen, dann kommen sie. Nein, nein, sie sind hinter der Türe immer noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die dürfen die Tür nicht öffnen. Wir müssen uns einen Plan überlegen, was passiert, wenn sie die Tür öffnen. Weil es kann sein, wenn sie die Tür öffnen, dass wir dann zu laut sind. Geh mal lieber ein bisschen runter. Wir sind jetzt leise, wir reden jetzt nichts mehr. Wenn die Tür aufgeht, verstecken wir uns ganz schnell hier unter diesem Sitz. Das war ein Sprunki. Das Geräusch wieder. Natürlich. Aber das heißt ja, der muss hier ganz in der Nähe sein. Und Vlad und Niki rennen weg. Was machen wir denn jetzt? Warum rennen die denn jetzt auf einmal weg? Hier seid ihr doch am sichersten. Sie können doch nicht einfach rausgehen. Wir rennen Vlad und Niki jetzt hinterher.